Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der zweite Teil vom Machetenbau. Dann hoffe ich mal, der erste Teil hat euch schon gefallen, ein bisschen für eure Projekte inspiriert. Dann machen wir es heute kurz. Wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann geht es mal wieder los. Ich habe mich bei den Teilen wieder mal für FlexiPaint entschieden. Also irgendwie habe ich bei NZ-Sachen benutze ich komischerweise immer FlexiPaint. Natürlich die alte Formel, damit es keine Kälteprobleme kaputt geht. Nebenbei bin ich gefragt worden, wie lang das Teil ist. Ich hatte mal so ein bisschen gegoogelt und so eine Machete im Schnitt soll so um die 70 sein. Und das Teil ist hier von der Spitze bis Knauf circa 67. Nicht ganz. Also knapp 67 cm. Nur dazu. So, dann gehen wir wieder hin. Da habe ich mal wieder eine Kordel gemacht mit einer Schlinge. Für den Griff dann aufzuhängen. Ich war auch noch am Überlegen, ob ich das Loch was verstärken soll. Aber da kommt noch ein bisschen Lederband drum. So ein bisschen für die Optik. Also mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich auch gar nichts dran. So, dann brauchen wir erstmal wieder einen Pinsel. Dann gehen wir erstmal wieder mit Schwarz drüber. Kennt das ja schon. Ja. Erstmal wieder eine gewisse Dicke drauf. Hab hier schon mal eine Schicht drauf gemacht und hab wieder mit dem Kamm, kennt ihr ja schon, ne? Dann wieder hier die Holzmaserung rein gemacht. Das ist auch schon trocken. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich denke mal, ich mache noch eine Schicht jetzt auch noch drauf. Und werde das Ganze auch noch so ein bisschen mit Riefen und Forschen machen. Dass das alles so ein bisschen verranzter aussieht. Mal gucken. Passt ja. Dafür nehme ich wieder hier mein Modellierwerkzeug. Werde das da wieder ein bisschen dicker drauf machen. Ja. Dann würde ich dann wieder mit der Spitze dann wieder so Riefen reinmachen, dass das wieder so ein bisschen aussieht wie Kratzer. Ja. Da das ja von der Zombie-Gedöns-Apokalypse ist. Also Walking Dead Style. Kann ja so ein bisschen abgeranzt, ja nicht mal schaden. Vielleicht mal noch wieder. Aber Rost kommt auf jeden Fall noch was dran. Blut, oh, weiß noch nicht. Vielleicht auch, aber ich muss ehrlich sagen, das letzte Mal hat mir das nicht ganz so gut nachher gefallen. Das war, naja, kann man mal drauf machen, aber ich fand es jetzt im Nachhinein doch nicht so hübsch. Und zwar, wie gesagt, mit dem Kamm habe ich dann hier das Holz gemacht. Hier habe ich jetzt überall so leichte Riefen reingemacht. Das habt ihr ja gesehen. Das ist jetzt auf der kompletten Länge. Habe das dann alles gut trocknen lassen. Dann gehen wir jetzt mit Silber drüber. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze so richtig mache, farblich. Mal schauen. Da ist mal wieder ordentlich Silber drauf. Wie gesagt, das Ganze tun wir dann später wieder was nachdunkeln. Ich habe mir überlegt, vielleicht würde ich mal ein bisschen braun und rot, so ein komischen Rot. Den Griff, den kann ich ja nicht so gut wickeln, in der anatomischen Form. Also werde ich so ein bisschen das Ganze rötlich färben, damit das so ein bisschen so aussieht, als wenn. Mal schauen. Das ist natürlich auch immer blöd, wenn man so anatomische Sachen macht. Da kann man nicht so besonders gut das Bleiband reinmachen. Wie ihr gesehen habt, habe ich da mal ausnahmsweise bei der Größe keins reingemacht. Obwohl ich eigentlich ein großer Fan davon bin, Bleiband reinzumachen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal was trocknen. Und dann werden wir mal den Griff ein bisschen einbräunen. Ja, dann würde ich sagen, dann mischen wir uns erstmal wieder ein bisschen braun zusammen. Mal schauen, hoffentlich mache ich nicht wieder zu viel. Dafür braucht man ja eigentlich nicht viel. Noch ein relativ kleiner Griff.
Na, ich glaube, ich habe es heute echt mal geschafft, wirklich mal nicht zu viel zu machen. Ja, vielleicht habe ich es heute geschafft, zu wenig zu machen. Mal gucken. So. Ein bisschen mit dem Braun rumgekleckert, aber das ist jetzt nicht so schlimm, da das sowieso was Rost kriegen soll. Denke ich mal, ist das nicht so das Problem. Wenn er da ein bisschen mit dem Braun rumgekleckert hat. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. So, der Braun ist jetzt soweit trocken. Dann mischen wir uns noch so ein bisschen was Rot an. Das ist so ein Komia, ja, so ein bisschen braunrot vom Ton her. Das habe ich schon mal bei Messern benutzt. Aber ich weiß noch nicht, ob es hier dann bei passt. Aber ich probiere das einfach mal aus. Ich vielleicht ein bisschen mehr noch nehmen sollen. Das ist sieht ein bisschen blass aus. Nehmen wir noch mal einen kleinen Schuss. Ich weiß gar nicht, was das für ein Rotton ist. Hier steht so einfach nur rot. Ist aber so ein komischer rot-bräunlicher Ton. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht sehr aussagekräftig, dass da nur rot steht. Bei Rottöne gibt es ja viele. So. Jetzt sieht es so ein bisschen aus wie Schweinchenrosa. Und gucken wir mal. Oh, das sieht doch schon mal ja nicht so übel aus. So. Nehmen wir uns einfach die Dose. Ist gerade kein Deckel drauf, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das tun wir mal auf Seite. Und dann gehen wir jetzt schon mal hin. Ich weiß ja nicht, wo die Kohle abgeblieben ist, Leute. Aber die brauche ich eigentlich auch noch. Das ist bestimmt. Ja, hier ist runtergefallen. Ja, dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze so ein bisschen einzurosten. Dafür nehmen wir uns mal wieder diese helle Rostfarbe, wovon sehr viel gerade am Deckel ist, warum auch immer. Naja, gut. Aber irgendwie ist mir das Ganze noch ein bisschen wieder mal zu hell. Ich muss mal gucken, ich habe da noch von dem Braun, da könnte man ja eigentlich noch so ein bisschen was von nehmen. So, nehmen wir mal denselben Schwamm. Und dann werde ich das Ganze hier noch so ein bisschen mit Braun hier so einsiffen. Mal gucken. Das sieht jetzt natürlich schon ziemlich hell wieder aus. Ich glaube, da will ich schon noch ein bisschen was nachdunkeln müssen. Schon gut Flexipaint hier unten. Ja, das ist definitiv Flexipaint. Ich hoffe, dass das noch nicht eingetrocknet ist. Ne, ist es nicht. Dann haben wir das ganze Ding hier jetzt noch ein bisschen. Obwohl wir brauchen vorher noch einen Schwamm. Jetzt Leute, sagt nicht, dass ich keine Schwämme mehr habe. Sieht nämlich fast so aus. Aber das ist auch nicht so schlimm. Schneiden wir hier einfach ein Stück ab. Zack. Und schon haben wir einen Schwamm.
Ja, dann lassen wir das ganze Teil jetzt erstmal trocknen und dann schauen wir mal, was danach dabei rauskommt. Ne? Ja, dann ist das Ganze soweit trocken. Sieht ein bisschen, naja, sieht auch ein bisschen hell aus. Kann man natürlich erstmal wieder sagen, so richtig wie es danach aussieht, wenn der richtige, also wenn der Klarlack drauf ist. Mal schauen, wie es dann wirkt. Irgendwie wirkt das mir für mich noch ein bisschen sehr hell. Aber naja, mal gucken. Machen wir wieder den matten Topcoat drauf von FlexiPaint. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit gepinselt und trocken. Ne? Ich mache mal ein bisschen Nahaufnahme, damit man ein bisschen sieht. Ne? So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, dann haben wir mal wieder das Ganze fertig. Ne? Wie gesagt, ist jetzt nicht so hundertprozentig so wie in einem Film, aber ich denke mal so, es kommt daran. Kann man jetzt für Zombie-Apokalypse, Endzeit geht auch. Ich habe es extra mal so ein bisschen vergammelter gehalten. Wie gesagt, könnt ihr ja natürlich auch mit weniger Rost machen. Aber das bleibt ja euch überlassen. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Daumen hoch, liken, teilen, immer gern gesehen. Freue mich auch immer über jeden Kommentar oder wenn die Leute mich anschreiben und mir für die Videos danken. Freue ich mich immer riesig. Dafür einen riesen Dank an alle. Die gemeint sind, wissen ja, wer es ist. Freut mich immer wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.